Tatsächlich ist dieser neue Eingriff für mich eine Weiterentwicklung und damit eine Schlüsseltechnologie. Wir können mit dieser Operation bestimmte Risiken und bestimmte Nachteile bisheriger Senkungsoperationen vermeiden. Diese Nachteile bestanden ja im Wesentlichen in der zum Teil schmerzhaften Raffung noch vorhandener Faszienstrukturen des Beckenbodens oder aber in den Risiken von Netzimplantaten. Wir haben hier auf dieser Schautafel einmal einen Längsschnitt durch den Beckenboden abgebildet. Da sieht man hier die Gebärmutter, dort die Harnblase und den Harnleiter. Hinter Harnblase und Harnleiter befindet sich die Scheide, die Vagina, und dahinter der Enddarm. Wenn wir die Schautafel einmal drehen, dann sieht man, dass diese gelb angedeuteten Strukturen, die Haltestrukturen des Beckenbodens, also die Faszien und das Bindegewebe, nicht mehr funktionieren und die Gebärmutter hat sich in Längsrichtung abgesenkt und kann bei diesem Prozess auch Anteile des Beckenbodens wie die Harnblase hier vorne oder den Darm hier hinten mit nach unten ziehen. Und das ist natürlich eine sehr erhebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität. Solche Erkrankungszustände können mit Problemen der Blasenfunktion einhergehen, mit Inkontinenz, aber auch mit Blasenverhalten. Das ist eine Unmöglichkeit, den Urin zu lassen, und natürlich auch mit Funktionsstörungen des Darms. Und man kann sich sicherlich gut vorstellen, dass auch Geschlechtsverkehr in dieser Situation nicht gut möglich ist. Wir haben hier in der Frauenklinik im Henriettenstift und im Friederikenstift ein neues Verfahren zur Behandlung der Beckenbodensenkung etabliert, das insbesondere für Frauen geeignet ist, deren Gebärmutter noch vorhanden ist, da dieses Verfahren Fixierungsstrukturen an der Gebärmutter ermöglicht. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Sehnentransplantation. Das Sehnentransplantat wird über einen ungefähr 3 cm großen Schnitt im inneren Anteil der Kniekehle entnommen. Dort wird die Sehne nicht entfernt, sondern nur geteilt. Die Entnahme der Sehne hat überhaupt keinen Einfluss auf die Gehfähigkeit. Das Einsetzen der Sehne an bestimmten Fixierungspunkten im kleinen Becken, das könnte zum Beispiel der Gebärmutterhals sein, wird minimalinvasiv über eine sogenannte Bauchspiegelung gemacht. Eine Bauchspiegelung ist eine Operation, bei der 3, maximal 4 kleine Schnitte von wenigen Millimetern in den Bauchraum vorgenommen werden. Darüber werden sogenannte Ventilsysteme eingeführt. Das ist das Modell einer Gebärmutter. Man sieht hier den Gebärmutterkörper, da den Gebärmutterhals und hier unten unterhalb der Gebärmutter die Scheide. Wenn wir uns das Schnittmodell betrachten, dann wäre die Fixierung des Sehnentransplantates hier im Bereich des Gebärmutterhalses. Es würden hier Durchführungslöcher in den Gebärmutterhals mit einer elektrischen Struktur gebildet und die Sehne im Sinne eines Us oder U-förmig durch den Gebärmutterhals durchgeführt. Wir machen so etwas heutzutage unter 3D-Sicht. Da hat der Operateur so eine dunkle Brille auf, die die Räumlichkeit dieser 3D-Auflösung des Operationsmonitors besonders erhöht und teilweise die Sicht in der Genauigkeit und in der Präzision besser macht als am offenen Bauch. Grundsätzlich ist in Deutschland die Behandlung von Senkungszuständen, die entsprechende Symptome verursachen, durch Krankenkassen und private Krankenversicherungen erstattet. Das, was wir machen, ist ein neues Verfahren, liegt aber im Umfeld dieses Erstattungsbereiches, und an sich ist das Verfahren eher günstiger für die Krankenkassen und Krankenversicherungen, da ja keine Implantatkosten zum Tragen kommen. Für mich ist die Faszination darin auch zu finden, dass die Patienten wenig beeinträchtigt sind. Das heißt, wir machen eine sehr dezidierte, eine kurze Operation. Die Patienten gehen sehr zeitnah wieder nach Hause und gewinnen einen erheblichen Umfang an Lebensqualität mit einem überschaubaren Verfahren, das nicht mehr von Fremdmaterialien abhängig ist. Und das macht mir sehr großen Spaß und das fasziniert mich und ist für mich auch der Motor, diese Methode weiterzuentwickeln.